Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen! In meinem heutigen Video zeige ich euch 4 kreative Do-it-yourself-Geschenkideen zum Verschenken an eure Lieblingsmenschen. Unser erstes DIY werden süße Glücksbringer-Schlüsselanhänger. Dafür braucht ihr als erstes einen Sektkorken, am besten einen, der oben etwas breiter ist. Außerdem braucht ihr noch einen kleinen Schlüsselring und ihr braucht eine kleine Ösenschraube. Diese gibt es für wenige Cent im Baumarkt. Außerdem brauchen wir noch etwas rote und weiße Acrylfarbe und einen Pinsel. Als erstes fangt ihr damit an, euren recycelten Sektkorken einmal mit weißer Acrylfarbe zu grundieren. Wenn ihr den Sektkorken dann komplett angemalt habt, lasst ihr ihn noch kurz trocknen. Danach nehmt ihr rote Acrylfarbe und malt damit den breiteren oberen Teil an und lasst es danach erneut gut trocknen. Allmählich bekommt unser Korken schon die gewünschte Glückspilz-Optik. Zu guter Letzt habe ich noch ein Wattestäbchen geholt und habe mir damit kleine weiße Punkte aufgemalt. Jetzt ist euer Glückspilz-Schlüsselanhänger auch schon fast fertig. Ihr braucht jetzt nur noch eure Ösenschraube mittig von oben in den Korken reinzudrehen und danach euren Schlüsselring in eure Ösenschraube reinzuhaken. Fertig ist dann auch schon euer wunderhübscher Glückspilz-Schlüsselanhänger. Machen wir auch schon weiter mit unserer zweiten DIY-Geschenkidee. Hierfür machen wir kleine süße Du-Botschaften aus Duplo-Riegeln. Hierfür brauchen wir als erstes unsere Hauptzutat, und zwar die Duplo-Riegel. Außerdem brauchen wir dann noch etwas weißes Papier, wir brauchen eine Schere, etwas Tesafilm und ein paar bunte Stifte und einen schwarzen Stift. Für unsere Du-Botschaften schneiden wir uns als erstes mehrere weiße Schildchen zu, die ca. 8,5 x 3,5 cm groß sein sollten. Das D bzw. DU unserer Riegel lassen wir frei und vervollständigen das D bzw. DU dann mit einer lieben Botschaft. Zum Beispiel wie ich hier mit Du und Ich. Bei der Gestaltung könnt ihr euch frei austoben. Hier habe ich auch noch einige schöne Vorschläge für euch, die euch ein bisschen inspirieren können. Wie zum Beispiel: Du bist mein Lieblingsmensch, du bist bärenstark, du bist mein Glück, du machst meine Welt bunter, danke für alles, du bist super. Wie gesagt, hier könnt ihr euch wirklich kreativ austoben und eine super günstige und geniale Geschenkidee zaubern. Unsere dritte DIY-Geschenkidee wird ein selbstgemachter Heißluftballon, den ihr auch als Geschenkverpackung nutzen könnt. Dafür braucht ihr einen Eisbecher, am besten einen runden. Ihr braucht 4 Strohhalme, außerdem noch etwas buntes Geschenkpapier oder normales Bastelpapier. Ihr braucht etwas Faden, etwas Washi-Tape, etwas Tesafilm, einen Luftballon, Klebe und Schere und wenn ihr habt, eine Heißklebepistole. Als erstes habe ich mir etwas buntes Bastelpapier genommen und habe damit meinen Eisbecher noch etwas verziert, damit das Ganze noch ein bisschen mehr wie ein richtiger Heißluftballonkorb aussieht. Als nächstes können wir auch schon unsere Konstruktion für unseren Heißluftballon bauen. Dafür kleben wir einfach unsere Papierstrohhalme einen nach oben, einen nach unten, einen nach rechts und einen nach links. Ich habe jetzt hierfür Heißkleber verwendet, aber ihr könnt auch ganz normalen flüssigen Kleber dafür verwenden. Als nächstes basteln wir uns unseren Heißluftballon. Dafür nehmen wir einfach unseren Luftballon, pusten den auf und danach können wir ihn auch schon an unsere Papierstrohhalme rankleben. Hierfür könnt ihr Tesafilm, Flüssigkleber oder leicht abgekühlten Heißkleber verwenden. Als nächstes habe ich mir noch überlegt, 2 Girlanden für unseren Heißluftballon zu basteln. Dafür habe ich mir einfach aus Wolle 2 Fäden mit ungefähr 30 cm Länge zurechtgeschnitten und habe an diese jeweils ungefähr 4 cm lange Washi-Tape-Streifen zusammengeklebt. Diese habe ich immer abwechselnd an unser Band angeklebt und so entstehen quasi solche kleinen Fähnchen. Und damit diese Fähnchen dann auch noch eine richtige Form bekommen, habe ich diese mir dann noch mit einer Schere zu kleinen Dreiecken zurechtgeschnitten.
Diese Fähnchengirlanden habe ich mir dann einfach mit etwas Tesafilm einfach diagonal über den Luftballon gelegt. Da könnt ihr selber schauen, wie euch die Anordnung am besten gefällt. Das ist auch ein bisschen Fummelarbeit, aber am Ende sieht es wirklich ganz hübsch aus. Ich habe dann noch ein bisschen Washi-Tape genommen und habe meinen Heißluftballon dann damit noch ein bisschen beklebt. Fertig ist euer wunderhübscher Heißluftballon und ihr könnt das auch prima nutzen, um ein kleines Geschenk darin zu verstauen. Kommen wir auch schon zu unserer vierten und letzten DIY-Geschenkidee für heute, und zwar eine Herzkarte mit einer besonderen Wasserfarbentechnik. Dafür brauchen wir einen Wasserfarbentuschkasten und Wasser und einen Pinsel, etwas buntes Papier, einen Bleistift, Schere und Kleber und einen weißen Kartonpapier. Als erstes nehmen wir uns eine von unseren farbigen Bastelpapieren zur Hand, knicken es einmal in der Mitte durch und malen uns dann mit Bleistift ein halbes Herz rauf. Dieses schneiden wir nun aus und damit basteln wir uns unsere erste Herzschablone. Für unser DIY brauchen wir mehrere dieser Herzen. Ich habe mir jetzt noch einfach anderes farbiges Bastelpapier zur Hand genommen. Da könnt ihr frei wählen, welche Farben euch am besten gefallen. Eure Schablone übertragt ihr und schneidet euch dann mehrere kleine Herzen in derselben Größe aus. Als nächstes basteln wir uns unsere Grußkarte. Dafür habe ich einfach ein Kartonpapier genommen, es einmal in der Mitte durchgeknickt und fertig ist auch schon unsere Basiskarte. Jetzt nehmen wir uns eins unserer ausgeschnittenen Herzen als Vorlage und legen es in die Mitte unserer Karte und zeichnen uns einmal die Kontur nach. Jetzt geht es auch schon los, dass wir mit unserer besonderen Farbtechnik beginnen. Und zwar nehmen wir uns jetzt unseren Pinsel zur Hand mit reichlich Wasser und gehen in die Farbe rein. Als nächstes tragen wir die Farbe am Rand von unserem Herzen auf. Aber jetzt erstmal nur ein kleines Stückchen, also mit wirklich viel Wasser. Und danach pusten wir die Farbe nach außen hin. Dadurch entsteht so ein wirklich marmorierter, fließender Effekt und das Ganze sieht super schön aus. Jetzt könnt ihr nach und nach bei eurem Herzen an der Kontur andere Farben auftragen. Ihr könnt natürlich das Ganze auch einfarbig gestalten, aber ich finde, es sieht besonders schön aus, wenn die Farben abwechselnd oder vielleicht sogar in Regenbogenfarben sind. Ich finde, das Ganze sieht jetzt schon wirklich hübsch aus, aber wir sind noch nicht ganz fertig. Als nächstes nehmen wir unseren Klebestift zur Hand oder unseren Flüssigkleber und tragen an der Kontur und in der Mitte unseres Herzens etwas Kleber auf, suchen uns ein Herz in der Farbe unserer Wahl aus und kleben es in die Mitte. Dieses wird quasi die Grundlage von unseren Herzen, die wir jetzt oben drauf kleben werden. Als erstes knicken wir alle übrigen Herzen noch einmal in der Mitte. Als nächstes kleben wir uns unsere Herzen nach und nach übereinander auf. Dabei achten wir nur darauf, dass wir nur in der Mitte einen kleinen Strich jeweils machen, ein Herz kleben und wieder einen Strich machen, bis wir am Ende angekommen sind. Das ergibt dann am Ende einen wirklich tollen, aufgefächerten Effekt. Ich hoffe, euch haben meine DIY-Geschenke für Lieblingsmenschen gefallen und falls ja, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniert auch gerne meinen Kanal. Bis zum nächsten Mal!